In letzter Zeit habe ich von vielen von euch die Frage bekommen, ob es nicht einfacher wäre, die Ausbildung oder das Studium zu skippen und stattdessen lieber direkt in den Beruf einzusteigen. Die Frage mag für den einen oder anderen ziemlich unsinnig wirken, aber wenn man länger drüber nachdenkt, kommen einige Fragen auf. Die wollen wir klären. Ein Studium braucht eine ganz spezielle Akkreditierung. Die braucht ganz schön lange, bis sie da ist. Während einer Ausbildung besucht man eine Schule, deren Lehrplan vermutlich nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist. Und dann gibt es da YouTube-Tutorials, Bootcamps und zu allem eigentlich gute Dokumentationen. Also warum sollte ich mir 3 Jahre Bachelor und 2 Jahre Master in Regelstudienzeit noch hinterhergeben, wenn all das Wissen quasi sowieso da ist? Muss das eventuell genauso neu gedacht werden wie das gesamte Bildungssystem? Und dann kommt da sogar noch ein Influencer, der selbst zuhauf solche Tutorials anbietet und wirbt für eine Hochschule, die übrigens auch heute wieder dabei sind. Die Fachhochschule der Wirtschaft. Anders als der Name das vielleicht vermuten lässt, bietet euch die Fachhochschule der Wirtschaft nicht nur Wirtschaft an, sondern auch einen ganzen Haufen Informatikstudiengänge zur Auswahl an. Data Science, App Development, IT Security oder auch Softwareentwicklung, you name it. Erst letzte Woche hatten wir gemeinsam ein spannendes Event und uns interessiert natürlich euer Feedback. In der ganzen Spannung kann aber natürlich untergegangen sein, dass ihr euch tatsächlich noch für dieses Jahr oder auch für nächstes Jahr auf einen Studienplatz bewerben könnt. Das hier ist also sozusagen Last Chance, weswegen auch hier ein extra eiliger Link hier eingeblendet wird und in der Beschreibung natürlich auch auf euch lauert. Bei der FHDW studiert ihr dual, das heißt, ihr seid die Vorlesungszeit lang an der Hochschule. In der vorlesungsfreien Zeit seid ihr im Unternehmen und sammelt dort Praxiserfahrung und verdient ganz nebenbei Geld, das euch nicht nur das Studium bezahlt, sondern sogar noch was obendrauf. Also, auf geht's. Oder solltet ihr vielleicht sogar erst schauen, ob es sich wirklich lohnt, überhaupt zu studieren? Ja, solltet ihr natürlich. Wir hatten es zwar schon ganz kurz besprochen, aber nochmal kurz als Auffrischung. Im Studium lernt ihr nicht immer direkt alles, was ihr im Alltag eines Informatikers braucht. Im Studium lernt ihr Mathe, ihr lernt Softwaremuster, ihr lernt Statistik und Risikoanalyse, aber was ihr nicht oder nur wenig finden werdet, sind moderne App-Frameworks zum Beispiel, die neuesten Features im Browser und wie ihr sie mit JavaScript nutzen könnt oder wie die neueste Schwachstelle eigentlich in iOS funktioniert. Doch für die Praxis, für den alltäglichen Informatiker-Arbeitsalltag, da braucht ihr das. Und zwar je nach Job beides. Die Arbeitsweise von uns Infos, ja, ist mittlerweile so unterschiedlich. Es gibt so viele Informatiker, die extrem viele Schulungen halten. Es gibt aber genauso gut Administratoren, die sogar nur nachts arbeiten und kaum etwas von anderen Abteilungen mitbekommen. Und euch darauf im Studium vorzubereiten, ist schwer bis unmöglich. Was man euch aber vermitteln möchte, sind Grundlagen, die Mittel und Wege, wie man an Probleme herangeht, Algorithmen versteht und optimiert und wie fachlich richtige Analysen erstellt werden. Das Problem mit den neuesten Bleeding Edge Frameworks ist einfach die Geschwindigkeit, in der sie erstellt werden. Ein Studium und auch eine Ausbildung sind darauf gar nicht ausgelegt. Stattdessen sollt ihr euch schnell selbst in neue Technologien einarbeiten können, weil ihr ein Verständnis der Technik und Thematik habt. Wagen wir aber einen Blick auf das Warum. Wieso studiert man? Wieso wollt ihr studieren? Es gibt viele Beweggründe. Einer davon ist vermutlich bei den meisten, weil man einen Job möchte. Weiterhin sind höhere Gehälter, größere Chancen auf den Traumjob, aber auch die Zeit an der Hochschule oder Uni ein Argument. Fangen wir hinten an. Die Zeit an der Uni oder Hochschule ist vermutlich unvergleichlich. Man ist so frei wie selten im Leben, hat Spaß mit Freunden und wohnt so zentral, dass man auf jede Party gehen kann. Ah, war da nicht was? Ja, sorry meine Freunde, die Zeit an der Uni sieht derzeit, übrigens damals auch bei mir, eher so aus. Jo, wer ist heute Abend da? Paar Noobs klatschen? Klar, aber lass zuerst HM-Übungsblatt machen. Okay, Honig. Spaß beiseite, aber fairerweise muss man sagen, mit Freunden Spaß zu haben, sollte auch nach dem Studium, nach der Ausbildung etc. nicht aufhören. In Deutschland ist diese Kultur der Studentenverbindung mit den Exzessen einfach nicht so extrem verbreitet wie in den USA, beziehungsweise wie man das in verschiedenen Serien oder Filmen auch sieht. Klar, ich kann nur für mich sprechen, wir hatten sehr viel Spaß, aber den haben wir heute halt auch noch. Als Argument übrig bleibt also, weil man einen gut bezahlten Traumjob will.
Aber wie wahr ist das? Als Firma weiß man um Bacheloranden und Masteranden Bescheid. Sie sind krass fit und ihre Gehirne sind wahrscheinlich so groß wie nie mehr später, aber sie sind ebenfalls nicht oder nur selten fit mit den Technologien der Unternehmen. Wie gesagt, der Anspruch der Unis ist gar nicht die Aktualität. Anders sieht es da aber mit den Fachinformatikern und Hochschulabgängern aus, speziell den Dualen, denn die waren ja schon im Unternehmen und haben ordentlich Erfahrung bekommen. Die Frage, die sich nun im Vergleich also stellen sollte, ist folgende: Kann man in 3 Jahren komplettem Selbststudium dieselbe Menge lernen? Die Dichte an Informationen im Studium ist wirklich hoch, das ist kein Vergleich zur Schule. Die 3 Jahre als 3 Jahre zu machen, zählt bei Informatik an Unis tatsächlich als Seltenheit. Das alles ohne Hilfe zu schaffen, ist eine Herausforderung, aber ich habe leider keine Studien oder Erhebungen, aber eines können wir festhalten. Vielen Firmen ist die fachliche Erfahrung mit den richtigen Technologien derzeit wichtiger als ein Studium. Das ist krass, aber sind wir mal ehrlich, wie soll man denn an Erfahrung kommen, während die meisten Firmen kaum ohne Bachelorabschluss einstellen? Eigene Projekte und die Teilnahme an Open-Source-Projekten ist eine Möglichkeit, klar. Und die wird auch sehr hoch geschätzt. Aber selbst wenn der Tech-Stack exakt derselbe ist, würde ein Bachelorand oftmals wahrscheinlicher den Job bekommen. Und der Grund ist der Jobmarkt. Stellt euch vor, ihr seid eine Firma. Ihr sucht einen neuen Entwickler, der euch vermutlich ca. 6.000 € im Monat kostet. Klar, der Entwickler selbst kriegt am Ende deutlich weniger, aber hey, Steuern, Sozialabgaben, kommt ja alles oben drauf und die Firma muss das ausgeben. Dazu kommen dann auch Fortbildungen, Firmenwagen, Weihnachts- und Urlaubsgeld und noch so viel mehr. Und auf so einen Job bewerben sich jetzt, sagen wir mal, 10 Leute. Die müssen alle genau geprüft werden und hier kommt der Clou an der Sache. Deutschland hat alles dafür getan, kein Hire-and-Fire-Land zu sein, so wie das zum Beispiel in Amerika oder den USA teilweise ist. Der Kündigungsschutz ist also wirklich, wirklich stark. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, die Firma muss ganz genau prüfen, wer eigentlich den Job bekommt. Klar, es gibt eine Probezeit, sie besagt dann aber zum Beispiel, dass sowohl Firmen als auch Angestellte innerhalb der ersten 6 Monate jederzeit einfach so kündigen können. In der Praxis wenden Firmen aber das sehr, sehr selten an, außer man kommt zum Beispiel gar nicht mehr zur Arbeit oder begeht halt richtige No-Gos. Das passiert aber wirklich halt sehr, sehr selten. Eine Firma investiert also extrem viel und will euch eigentlich auch sehr lange halten. Zumindest sollte das so sein. Deswegen werden aber von diesen 10 Leuten meist die genommen, die nicht den besten Fit für das Unternehmen direkt mitbringen, sondern bei denen die Mentalität und das Mindset am besten passt. Habt ihr Bock auf das, was euch da erwartet? Seid ihr motiviert, gemeinsam neue Themen zu erarbeiten und Probleme zu lösen? Und eben auch ganz wichtig, könnt ihr euch in neue Gebiete einarbeiten? Denn natürlich gehen Projekte zu Ende. Natürlich werden Entwickler an andere Projekte geschickt. Das ist für euch spannend, weil es euch eventuell einfach eine Veränderung bringt, aber auch für die Firma ist das essentiell, weil die natürlich wechselnde Anforderungen haben. Ihr habt nicht immer denselben Tech-Stack. Ihr müsst euch auch bei der Firma ständig neu einarbeiten. Wie gesagt, die Firmen arbeiten ja schon an und mit diesen neuartigen Frameworks und Technologien. Aber macht ihr jetzt dieses Jahr euren Abschluss, könnt und wollt ihr ja gar nicht bis zu eurem Lebensende stuck sein mit genau demselben Zeug. Wenn Firmen jetzt aber das Interesse haben, euch zu behalten und nur eure Aufgaben zu wechseln, ist für die Firma eure Einstellung viel wichtiger als euer Skillset. Denn das Skillset kann man ja durch Fortbildung verbessern. Das Mindset hingegen ist deutlich schwerer zu ändern. Das heißt, für unsere Fragestellung hier tatsächlich, klar, sind die aktuellen Skills wichtig, wenn ihr euch mit etwas befasst, aber euer Interesse an der Thematik, euer Interesse an Technologie insgesamt und eure Fähigkeit, euch anzupassen, sind fast noch wichtiger. Was heißt das aber nun für das Studium oder die Ausbildung? Nun, das ist der eigentlich springende Punkt. Eigentlich würde ich persönlich sagen, wenn man die Disziplin hat, sich alles selbst beizubringen, ist man eigentlich beeindruckender, als wenn man durch einige Prüfungen gepeitscht wird. Auf dem Papier zählt allerdings eine Eigenleistung leider bislang weniger als eine ordentliche Prüfung. Denn diese Eigenleistung müsste evaluiert werden und ein Studium wurde schon von jemand anderem überprüft. Auf dem Papier und
Gerade bei größeren Firmen ist das natürlich sehr wichtig. Auf dem Papier zählt gerade für den Einstieg in die Informatik der Abschluss deswegen oft mehr. Tatsächlich ist eine Kombination aus beiden aber noch deutlich wettbewerbsfähiger. Klar, man zeigt, dass man schon wo mitgemacht hat, man zeigt Engagement und trotzdem hat man einen offiziellen Abschluss, um seine Qualifikation zu bestätigen. Top! Aus diesem Grund möchte ich euch abschließend einige Optionen vorstellen, wie ihr neben dem Studium oder der Ausbildung noch Boni sammeln könnt, wenn ihr einen Job zum Beispiel danach haben wollt. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass man tatsächlich auch an Open-Source-Projekten mitwirken kann. Das ist tatsächlich eine große Sache, erfordert allerdings schon einen wirklich hohen Standard. Gerade wenn man sich die berühmteren Open-Source-Projekte ansieht. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, eigene Projekte zu erstellen. Kleinere Dinge, die ihr vielleicht bemerkt habt, die euch fehlen. Wie wäre es zum Beispiel mit ein paar Bibliotheken oder auch nur einer Bibliothek? Auch in der Academy, die bald kein Meme mehr ist, möchte ich euch die Möglichkeit geben, mitzuwirken. Daher gerne schon mal hier direkt die Glocke aktivieren, damit ihr nicht verpasst, wenn es dann endlich soweit ist. Bald ist es soweit, versprochen. Grundsätzlich bietet euch aber auch GitHub eine tolle Möglichkeit, um ein richtiges Portfolio aufzubauen. Mit Werken, die ihr wirklich bei jeder Bewerbung angeben solltet. Bei künstlerischen Berufen ist ein Portfolio schon längst vollkommen üblich. In der Informatik zeigt sich das auch immer mehr. Was ich allerdings auch häufiger höre, sind Teilnahmezertifikate. Von denen möchte ich euch ganz konkret abraten. Ich habe mit mehreren Unternehmen gesprochen im Laufe der Arbeit an der Academy und sie alle meinten, dass Teilnahmebescheinigungen zwar ein gewisses Interesse zeigen, aber wenig über das tatsächliche Können eines Teilnehmers aussagen. Was richtige Zertifikate angeht, da habe ich schon häufiger von euch Anfragen bekommen. Ich habe auch schon einige Videos dazu gemacht, aber dieses Video richtet sich an Leute vor dem Beruf, an Studenten, Azubis oder Quereinsteiger. Für euch empfehle ich diese Zertifikate nicht. Warum? Ja, sie zeigen eigentlich Können, klar, dazu sind sie da. Sie sind sehr wertvoll, aber sie sind schlicht auch unfassbar teuer und ihr müsst sie häufig erneuern, was auch immer Geld kostet. Wenn ihr könnt, lasst solche Zertifikate von eurem zukünftigen Arbeitgeber bezahlen. Hier kommt ein kleines Aber rein. Es gibt Arbeitgeber, die diese Zertifikate fordern oder Berufe, in die ihr deutlich leichter eintreten könnt, wenn ihr sie habt. In diesen Fällen holt sie euch. Aber wenn ihr anders könnt, spart euch das Geld und macht das auf Kosten der Firma. Immerhin ist das auch Arbeitszeit. Mit all diesen Tipps und einem Studium oder einer Ausbildung steht eigentlich dann auch gar nichts mehr zwischen euch und dem Job. Aber wie ihr vermutlich an meiner Ausführung gehört habt, ich finde nicht, man sollte heutzutage ein Studium überspringen oder die Ausbildung sein lassen, weil man es selbst auch hinkriegt. Dazu sind die Skills, die man dort lernt, zu wertvoll und zu hilfreich. Aber auch hier ist vieles gerade im Wandel, gerade in der Informatik, und wir werden immer mehr Ausbildung durch die Firmen selbst sehen. Also wer weiß, was da tatsächlich noch kommt. Tatsächlich gibt es aber so etwas auch schon. Die Ausbildung findet zum Großteil bei Firmen statt, ebenso wie ein duales Studium. Sie bieten die Praxis und die Hochschule oder Berufsschule die Theorie. Und wo wir gerade dabei sind: Wenn ihr in die Forschung geht, solltet ihr nicht zögern und direkt zu einer Uni, nicht Hochschule, gehen. Die sind wirklich auf Forschung und Wissenschaft ausgerichtet. Aber allen anderen kann ich nicht nur, aber eben auch wegen den Gründen aus dem Video ein Studium an der FHDW empfehlen. Ich darf, glaube ich, schon mal so viel spoilern, dass unsere nächsten Ideen, die wir gemeinsam angehen wollen, spannend werden und wir viel für euch geplant haben. Ich freue mich drauf und ihr könnt jetzt auch gerne schon mal den Link in der Beschreibung klicken. Bis zum nächsten Mal.